Hi guys! Hallo Leute! Reinhard and Marina is back! Reinhard und Marina sind zurück. I'm going to talk about something really beautiful. Ich werde über etwas wirklich Schönes reden. I have a son. Ich habe einen Sohn. Well, I have 3 sons. Besser gesagt, 3 Söhne. Daniel, Christopher and Clayton. Daniel, Christopher und Clayton. Daniel and Christopher, they were natural born. Daniel und Christopher sind unsere leibliche Söhne. Clayton is our son, but he was adopted. Clayton ist auch unser Sohn, aber er ist adoptiert. He has the same name. Er hat denselben Namen. Clayton Gabriel Hirtler. Clayton Gabriel Hirtler. So here is what I said to him. Folgendes habe ich zu ihm gesagt. 16 years old. Er ist 16 Jahre alt. Maybe about 8 or 9 months ago I said to Clayton. Und vor vielleicht 8 oder 9 Monaten habe ich zu Clayton gesagt. I said, Clayton, Ich habe gesagt, Clayton, do you remember when I came to the orphanage erinnerst du dich, als ich ins Waisenhaus kam and when I decided to adopt you? und als ich entschied, dich zu adoptieren? He said, I do. Er sagte, ja. I said, do you remember how many children wanted me to adopt them? Ich fragte, erinnerst du dich, wie viele Kinder wollten, dass ich sie adoptiere? He said, all of them. Er sagte, alle. Yes. Ja. I said, more than 40 children wanted me to take them to my house and adopt. Ich sagte, mehr als 40 Kinder wollten, dass ich sie mit zu mir nach Hause nehme und sie adoptiere. I said to him, who did I choose? Und ich habe ihm gesagt, wen habe ich ausgesucht? Me. Er sagte, mich. I said, I chose you. Ich habe gesagt, ich habe dich ausgesucht. Zweifle niemals an meiner Liebe. I could have chosen Lucas. Ich hätte Lukas nehmen können. Could have chosen Leo. Ich hätte Leo wählen können. Chosen Anderson. Oder Anderson. Chosen the girls. Oder die Mädchen. I chose you. Ich wählte dich. Look at this. Schau mal. You don't choose the child that is born into your family. Ein Kind, was in deine Familie hineingeboren wird, suchst du dir nicht aus. Choose Daniel or Christopher. Ich habe Daniel oder Christopher nicht ausgesucht. No, I chose to love my wife. Ich entschied, meine Frau zu lieben. And the product was Daniel and Christopher. Und das Ergebnis davon waren Christopher und Daniel. Out of intimacy, children are born. Denn aus Intimität werden Kinder geboren. But I didn't choose them. Aber ich habe sie mir nicht ausgesucht. In fact, Ehrlich gesagt, when Debbie was pregnant, als Debbie schwanger war, our boys now are 31 and 33 years old. und unsere Jungs sind jetzt 31 und 33 Jahre alt, We did not want to know whether there will be a boy or a girl. wollten wir damals nicht wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. That's what we chose. So hatten wir es beschlossen. Until the child came out, we did not know if it would be a boy or girl. Bis das Kind zur Welt kam, wussten wir nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. So I remember the head came out. Ich erinnere mich, als der Kopf rauskam, I still didn't know. wusste ich es immer noch nicht. The shoulders came out. Und die Schulter kam raus, I didn't know. ich wusste es nicht. The belly came out. Der Bauch kam raus I didn't know. und ich wusste es nicht. Then I saw, hey, it's a boy. Dann erst sah ich, es ist ein Junge. When the second child was born, Als das zweite Kind geboren wurde, when the boy came out, als der Junge dann rauskam, the doctor said, fragte der Arzt, what is his name? was sein Name sei. I said, Caroline. Und ich sagte, Caroline. This is Das ist wirklich wahr. it's really true. Das ist wirklich wahr. The doctor said, what? Der Arzt sagte, was? I said, Caroline. Und ich sagte, Caroline. Debbie said, go outside, Debbie sagte, geh raus, pray, bete and ask God which name we should give our son. und frag Gott, welchen Namen wir unserem Sohn geben sollen. I said, okay. Und ich sagte, okay. I came back and I said, Christopher Stephen. Ich kam dann zurück und sagte, Christopher Stephen. That's his name. Das ist sein Name. Why am I telling you this story? Warum erzähle ich euch diese Geschichte? I couldn't choose my son. Ich konnte meinen Sohn nicht aussuchen. If I could have chosen, I would have chosen Caroline. Wenn ich hätte wählen können, dann hätte ich mir Caroline ausgesucht. Because I already had a boy, I wanted a girl. Denn ich hatte schon einen Jungen, ich wollte ein Mädchen. So look, Also schau mal, when you adopt a child, wenn du ein Kind adoptierst, you choose. wählst du aus. You choose the girl or the boy. Du wählst, ob Junge oder Mädchen, You choose the age. welches Alter, You choose the race. die Herkunft. You choose. Du entscheidest. Look, Schaut. Romans 8 verse 15. Römer 8, Vers 15. For you did not receive the spirit of bondage again to fear. Denn ihr habt nicht ein Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr wiederum euch fürchten müsstet. But you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Sondern ihr habt den Geist des Sohnschafts oder der Adoption empfangen, indem wir rufen, aber Vater. You were not born one day and God said, oh,
Oops, I wanted a girl, now I have a boy. Du wurdest nicht eines Tages geboren und Gott sagte, ups, ich wollte ein Mädchen, jetzt habe ich einen Jungen. God looked at you Sondern Gott hat dich angeschaut, because he knew when you would be born. denn er wusste, wann du geboren werden würdest. And then he says, Und dann sagte er, him I choose. ihn wähle ich aus. Him I choose. Ihn wähle ich aus. Her I choose. Sie wähle ich aus. I want to adopt you. Ich möchte dich adoptieren. Do you know the fact that God adopted me is so much more powerful than being born? Weißt du, die Tatsache, dass Gott mich adoptiert hat, ist viel kraftvoller, als geboren worden zu sein. That's why the Bible says, Deshalb sagt die Bibel, we cry out, Abba, Father. wir rufen Aber, Vater. The word Abba is not a Greek word. Das Wort Aber ist kein griechisches Wort. New Testament manuscripts are in Greek, but Abba is not a Greek word. Die Manuskripte des Neuen Testaments sind in Griechisch, aber Aber ist kein griechisches Wort. It's in Aramaic. Es ist in Aramäisch. And they left it in there in Aramaic. Und sie haben es in Aramäisch drinstehen lassen. It's a very strong word. Es ist ein sehr starkes Wort. The best way to translate it is this. Die beste Übersetzung ist Little child saying, Daddy, 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 Daddy. ein kleines Kind, was sagt Papi, 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 Papi. The child cannot even speak yet, but he can say, Daddy, Daddy, Daddy. Das Kind kann noch nicht mal sprechen, aber es kann sagen Papi, Papi, Papi. It means intimacy. Es bedeutet Intimität, Vertrautheit. You have to convince your heart that you have been adopted by a father who chose you. Du musst dein Herz davon überzeugen, dass du adoptiert wurdest von einem Vater, der dich ausgesucht hat. Look what Galatians chapter 4 verse 5 says. Schau, was Galater 4, Vers 5 sagt. That God came to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Gott kam, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Adoption oder Sohnschaft empfingen. So many Christians live with an adoption spirit, with an orphan spirit. So viele Christen leben mit einem Waisenkindgeist. Even though they're part of the family of God, they act like orphans. Trotz, dass sie Teil der Familie Gottes sind, verhalten sie sich wie Waisen. You know the story in Luke chapter 15 of the prodigal son? Kennt ihr die Geschichte im Lukas 15 vom verlorenen Sohn? I don't like the title, the prodigal son, Ich mag die Bezeichnung vom verlorenen Sohn nicht, because it's a bad title. denn es ist eine schlechte Überschrift. That, of course, that's not part of the Bible. The people who translated it wrote it in. Sie ist natürlich nicht Teil der Bibel, sondern Übersetzer haben die Überschrift hier eingefügt. Because in reality, it's not about the son, it's about the loving father. Denn in Wirklichkeit geht es nicht um den Sohn, es geht um den liebenden Vater. The whole story talks about that incredible, extravagantly loving father. Die ganze Geschichte erzählt vom unfassbar verschwenderisch liebenden Vater. He is the main subject. Er ist das Hauptthema. But the young son, Aber der jüngere Sohn he had an orphan spirit. hatte einen Waisenkindgeist. Look what it says in Luke 15, verse 21. Im Lukas 15, Vers 21 steht, 15:21. 21. When the son came back home to the father, als der Sohn zum Vater nach Hause zurückkam, he said this. sagte er Folgendes. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. He was his son. Er war ein Sohn, Even he messed up. obwohl er es vermasselt hatte, Even he sinned. obwohl er gesündigt hatte, Even he wasted all of the father's inheritance. obwohl er das ganze Erbe vom Vater verschwendet hatte. He was still a son. Er war trotzdem immer noch ein Sohn. But in his heart, he felt like an orphan. Aber in seinem Herzen fühlte er sich wie ein Waise. I find that there's so many Christians who feel like they are orphans in their heart. Ich finde, es gibt so viele Christen, die sich in ihren Herzen wie Waisen fühlen. How do you know that you have an orphan spirit? Woher weißt du, ob du einen Waisenkindgeist hast? You feel abandoned. Du fühlst dich verlassen. You walk through difficult time and you think, Du gehst durch eine schwierige Zeit und du denkst, where was God when I needed him? wo war Gott, als ich ihn brauchte?
Where was God when I walked through this painful moment? Wo war Gott, als ich durch diesen schweren Moment hindurchging? This has nothing to do with God. It has to do with your heart belief. Es hat nichts mit Gott zu tun, sondern mit den Überzeugungen deines Herzens. Because your Father has adopted you. Denn der Vater hat dich adoptiert. Chose. Er hat dich ausgesucht. Thinks you're beautiful and amazing. Er denkt, dass du schön und wunderbar bist. But our hearts believe this terrible wrong lie that we are orphaned. Aber unser Herz glaubt diese furchtbar schreckliche Lüge, dass wir Waisen sind. So in difficult moments we feel abandoned. Deshalb fühlen wir uns in schwierigen Momenten im Stich gelassen. Another sign that you have an orphan mentality, Ein anderes Zeichen dafür, dass du eine Waisenmentalität hast, that you feel rejected. ist, dass du dich abgelehnt fühlst. No matter who does what, you always take it personal. Egal wer was macht, du nimmst es immer persönlich. Everybody's accepted, but I'm rejected. Jeder ist angenommen, nur ich bin abgelehnt. You know, another sign that is you have constantly a sin consciousness. Ein weiteres Zeichen ist, dass du ständiges Sündenbewusstsein hast. You live in constant condemnation. Du lebst in ständiger Verdammnis. You have more faith in your failure than in your father's love. Du glaubst mehr an dein eigenes Versagen als an die Liebe deines Vaters. So how can we fix this problem? Wie können wir dieses Problem beheben? How can we break out of this orphan mentality? Wie können wir aus dieser Waisenmentalität ausbrechen? Well, we have to write new messages in our hearts. Nun, wir müssen neue Botschaften auf unsere Herzen schreiben. You have to meditate on these truths. Wir müssen über diese Wahrheiten meditieren, nachdenken. Wow. Wow. I wasn't born in the family of God. I was chosen. Ich bin nicht in die Familie Gottes hineingeboren worden. Ich wurde erwählt. There is a Father in heaven. Es gibt einen Vater im Himmel, He looked into the future der hat in die Zukunft geschaut, before I was born, bevor ich geboren wurde. and He said, Und er hat gesagt, I'm going to adopt you. ich werde dich adoptieren. I choose you. Ich habe dich ausgewählt. You're mine. Du gehörst mir. I want you. Ich möchte dich haben. Do you know, I adopted Clayton because I wanted to adopt Clayton. Weißt du, ich habe Clayton adoptiert, weil ich ihn adoptieren wollte. I didn't adopt him because there was no other choice. Ich habe ihn nicht adoptiert, weil es keine andere Option gab. In fact, Im Gegenteil, there were several children we could have adopted. es gab etliche Kinder, die wir hätten adoptieren können. Debbie and me were in the car. Debbie und ich waren im Auto. We were driving from Austria to Germany. Wir sind von Österreich nach Deutschland gefahren. It was about a year or so before we adopted Clayton. Das war ungefähr ein Jahr, bevor wir Clayton adoptierten. We had 6 hours to drive. Wir mussten 6 Stunden fahren And I said, und ich habe gesagt, let's spend the whole time praying and talking about which child we adopt. lasst uns die ganze Zeit nutzen und darüber zu beten und zu reden, welches Kind wir adoptieren wollen. I wanted a little girl, Ich wollte ein kleines Mädchen, my little Caroline. meine kleine Caroline. So we were talking and praying. Wir haben also geredet und gebetet. And there was a moment when Debbie said, Und da gab es einen Moment, wo Debbie sagte, sweetheart, Liebling, a 15-year-old black boy in Brazil, nobody will adopt. niemand wird einen 15-jährigen schwarzen Jungen in Brasilien adoptieren. Why didn't we adopt Clayton? Warum adoptieren wir nicht Clayton? Because God did the same thing with us. Denn Gott hat dasselbe für uns getan. He adopted the ones that nobody wanted. Er hat die adoptiert, die niemand wollte. Let's do the same. Lasst uns das Gleiche machen. I said, Clayton it is. Ich habe gesagt, Clayton ist es. We chose him. Wir haben ihn ausgewählt. So always meditate on the truth. Also meditiere immer über die Wahrheit. You've been chosen because you've been loved and accepted. Du bist erwählt, denn du bist geliebt und angenommen worden. You've been adopted. Du bist adoptiert worden. Click the like if you liked it. Klick auf den Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Share it with your friends. Teile es mit deinen Freunden. Leave us your comments. Schreibe was in die Kommentare. Thank you. Danke. Next time, maybe I'll be back with Daniel. Nächstes Mal ist vielleicht Daniel wieder dabei. Wir werden es sehen. But she does very good too. Aber sie macht es auch sehr gut. Thank you. Danke.